Eier und Reis werden schon am Donnerstag angeliefert und im Lokal von Sri gestapelt. Tangma ist in der Schule, kann also nicht helfen. Und Palit hilft zwar beim Reis mit, aber er vermisst seine Sklavenfreunde vom Reisexpress doch sehr. Die vom Pickup sind kein echter Ersatz. Lass mal gut sein, Dino. Jetzt kommentiere ich erstmal, das ist ja meine Show. Also, Freitagmorgen treten Reis- und Eiercrew an. Das sind echte Freunde von uns Enkeln. Da macht die Arbeit wieder richtig Spaß. Nur Tangma fehlt mir, aber die ist in der Schule. Tolle Kollegen habe ich hier. Mit denen arbeite ich gerne. Aber der Job ist langweilige Routine. Da darf man sich in meinem Alter schon mal eine Spielpause gönnen und damit bei den Großen für Heiterkeit sorgen. Danach geht's natürlich wieder richtig zur Sache. Hoffentlich kippt mir der Bär nicht um mit den schweren Säcken. Da helfe ich mal lieber, ehe der schlapp macht. Und beim Eiereintüten sind meine zarten Händchen auch gefragt. Ach du Schreck, da ist mir wohl gerade ein Ei kaputt gegangen. Naja, die Coronera wird mir die Schweinerei schon abwischen. Die hat mich ja lieb. So, jetzt haben wir es mal wieder geschafft und hoffen, dass morgen kein Regen fällt und dass den Behörden nicht wieder im letzten Moment was Neues in den Sinn kommt. Mal sehen, ob ich dem Dino nicht ein aus dem Kreuz leiern kann, wo ich mich so ins Zeug gelegt habe. Am nächsten Morgen scheint die Sonne und die ganze Nebenstraße sitzt, welche Überraschung, wieder voller Menschen, die gerne was Essbares ergattern möchten. Die Registriertische sind aufgebaut, Ordner und Bürokraten bewaffnen sich mit Handschuhen, Papier und Kugelschreibern und los geht es. Die Menschenmenge erhebt sich von ihren komfortablen Sitzen, reiht sich ein, händigt die Pässe aus, wird registriert, erhält die Pässe mit Abholnummer zurück und wird am Unterarm gestempelt, schön wie die Vorschrift es erfordert.
Und dann geht's zur Hauptstraße, wo der andere Teil der Corona-Gang schon darauf wartet, seine Gaben an die Hilfebedürftigen zu verteilen. Es läuft wirklich wie geschmiert. Naja, meistens. Hin und wieder holpert die Routine dann doch. Zum Beispiel, wenn einer der Hilfesuchenden plötzlich einen Schwächeanfall erleidet. So wie dieser Herr hier, dem hat das lange Sitzen auf der Nebenstraße offensichtlich nicht gut getan. Er bricht beinahe zusammen und muss erstmal hingesetzt werden, um sich zu erholen. Aber nach einer Weile geht es dann schon wieder besser. Im Hinterhof treten langsam die Letzten zur Registrierung an und auf der Hauptstraße werden die letzten Rationen ausgegeben, ehe die Verpflegung für die Nichtmobilen verladen wird. Die werden aber erst am nächsten Vormittag versorgt. So, Feierabend für heute und vielen Dank an alle, die so fleißig mitgeholfen haben. Am nächsten Morgen geht es zu denen, die nicht zu uns kommen können. Das ist immer der traurigste Teil unserer Wochenenden. Aber heute warten zwei tolle Überraschungen auf uns. Als erstes die Dame mit dem Schlaganfall, die nur eine Hand bewegen kann und sonst nichts. Sie konnte auch noch nie ein Wort mit uns wechseln. Und heute spricht sie plötzlich. Halleluja! Bewegt zwar immer nur noch den rechten Arm und die rechte Hand, aber sie bewegt sich aktiver und kann sich klar artikulieren. Das ist wirklich ein toller Fortschritt. Architektur, Eleganz und Schönheit im Villenviertel sind wie immer überwältigend. Da kommt schnell Neid auf. Aber das ist für die Coroneros ein Fremdwort.
Bei dem speziellen Freund des Dino, dem Herrn, der weder sprechen noch ohne Hilfe gehen kann, hat die Corona-Gang sich was einfallen lassen. Der arme Kerl konnte nicht alleine sein Zimmer verlassen. Weder um auf die Toilette zu gehen, noch um sich mal auf die Terrasse zu setzen. Rufen kann er auch nicht. Wenn dann zur Unzeit ein dringendes Bedürfnis kam, war er im wahrsten Sinne des Wortes angeschissen. Mehr als übel ist das. Wir haben ihm mit geringem finanziellen und physischen Aufwand ein paar Handtuchhalter als Geländer an die Wände in seiner Bleibe spendiert. Und siehe da, er kann jetzt ohne Hilfe auf die Toilette, mühsam zwar, aber autonom. Der Mann hat vor Freude geweint. Da hat sich ein wenig Nachdenken und in die Situation eines anderen hineinversetzen mal richtig gelohnt. Eine große Hilfe bei der Aktion war Matt, der langhaarige Coronero, der uns immer zur High Society im Nobelviertel begleitet und auch sonst überall dabei ist, wo es was zu richten gibt. Die Kinder im Villenviertel freuen sich natürlich auch immer, Prop und den Dino zu sehen. Meistens gibt's da ja was Süßes. So geht die Arbeit am Wochenende auch für Prop, Matt und den Dino zu Ende. Diesmal mit weniger Wermut als normal und mit Freude im Herzen.